Herzlich willkommen zu einer neuen Folge CARSBYLAL. Wie viel ist dein Auto wert? Aber heute haben wir wirklich ein besonderes Auto da. Wir sind heute bei VM-Line. Der Heiko hat echt was Brutales gebastelt für euch oder für sich auch. Wir schauen uns das Auto im Detail an, weil es ist heute kein BMW, sondern ein VW. Different road, tell myself I'ma go. I don't listen to the voice that is making all this noise. So I ain't hanging with your boys that just try to fill that void. Cause I ain't got no time for that, cause I kick in the door and I come in with force. Hi Eiko. Hi JJ. Danke, dass du uns eingeladen hast, dass wir die Möglichkeit haben, das schöne, schicke Teil zu sehen. Du wirst uns noch mal ein bisschen was im Detail dazu erzählen. Gerne. Da ist viel gemacht worden. Du wirst, glaube ich, schon in dieser Kategorie auf jeden Fall der größte Kapitalverbrenner Deutschlands. Und genau, heute geht es konkret um, wie viel ist dein Auto wert. Aber bevor wir hier noch mal einsteigen, uns die Details anschauen, ganz kurz zu VM-Line. Was kannst du dazu sagen? Seit wann machst du das und was machst du genau? Okay, also VM-Line habe ich gegründet im jetzt offiziell angemeldet September diesen Jahres, 2020. Okay. Perfekt, perfekter Zeitpunkt. Genau. Projekt ist entstanden eigentlich letztes Jahr im Kopf und habe da auch den TCR bestellt. Habe den in Wolfsburg abgeholt und wollte einfach jetzt mal im jungen Publikum zeigen, was man aus dem Auto heute im Tuning-Bereich machen kann. Kennen tut man mich mehr oder weniger aus dem Oldtimer-Bereich, wo ich viel an 1er Golf mache, schon seit über 30 Jahren. Okay, damit aufgewachsen. Genau. Und jetzt halt mal was Neues. Okay. Also du bist auch dann sozusagen der Spezialist im Karosseriebaubereich? Ja, Karosserie, Leder. Also wir bieten eigentlich rundum Paket. Genau. Okay. Bieten wir eigentlich an. Ja, wir werden uns dann nochmal die Teile genauer anschauen und du hast ja einige Bauteile dabei, die mit dir zusammenarbeiten, also von Sponsoren oder von Partnern, und einige Sachen sind speziell von dir angefertigt worden. Genau, da wirst du dann nochmal was dazu sagen. Das heißt, du baust aber nicht nur VWs um, sondern individuell alles sozusagen. Der Kunde kommt zu dir und möchte sein Auto breiter haben und du wirst ihm dann sozusagen dementsprechend ein individuelles Angebot vorlegen können. Gut, was hast du damals gezahlt für die Kiste? Wann war das? Letztes Jahr hast du ja gesagt? September 2019, Grundpreis 52. 52.000, aber da hast du noch einiges an Geld verbrannt. Bis jetzt. Ein wenig. Der hat Serie, wie viel PS hat der? 290. 290 PS, ja, da geht auch was, also der marschiert. Vorderrad angetrieben. Genau, ansonsten schauen wir uns nochmal an, modifiziert, leistungstechnisch hast du nicht. Nein. Speziell, aber da sind Sachen drin, wie die Abgasanlage oder die Ansaugung. Da könnten auch noch mal ein paar PSchen rauskommen, aber noch nicht gemessen sozusagen, ja, was nicht, der tatsächlich nicht gemessen. hat. Gut, der TCR streut wahrscheinlich auch ein bisschen nach oben. Ja. Also ich denke mal vielleicht über 300 PS, vermutlich. Gut, dann fangen wir gleich bei der Front an. Was hast du hier alles verändert? Ganz kurz nochmal vielleicht der Hinweis, die Lackierarbeiten, da gehen wir am Ende im Gesamtpaket drauf ein. Also es geht hier jetzt rein um die Bauteilkosten. Was mir aber auffällt, ist einmal die Lippe in dem Orange. Auf jeden Fall ist das sehr... Ist von der Firma Rieger Tuning. Ja. Liegt bei 180 €. Genau. Das ist hier nur dieser orangene Ansatz. Ist nur der orangene Ansatz. Genau, das schwarze ist ja dann TCR-Serie. Genau. Gut, ansonsten sind hier nochmal ein paar Sachen lackiert worden. Das kannst du kurz mal erwähnen, was du alles lackiert hast, aber den Preis erfahren wir, wie gesagt, am Ende. Genau, also Grill ist lackiert worden, der ist serienmäßig ja eigentlich in matt. Dann unten die Einlässe
habe ich lackiert. Unten drin habe ich, sage ich mal, Designelemente, dass man es einfach noch ein bisschen hervorhebt mit dem Orange. Ja. Und an der Eventuri habe ich im Endeffekt das Leitblech, das Luftleitblech auch noch in Orange. Das spitzt hier schon raus, aber wir machen später nochmal die Haube auf. Da schaut es auch sehr ordentlich aus. Ansonsten, genau, wenn wir gleich bei der Haube sind, die Motorhaube, da hast du Luftauslässe. Die sind von dir? Die sind von mir. Machen wir als Satz, also sprich kann man als Satz bei uns erwerben, liegt bei 285 €. Man kann sie einkleben oder einschweißen, wie der Kunde das gern haben möchte. Es ist so konfiguriert, dass man beides machen kann. Okay. Also das Einfachere natürlich für den Kunde. Einkleben, ja, ist weniger Aufwand, aber geht auch. Wir haben es eingeschweißt, dass man es einfach von der Optik her sieht, wie es im Ganzen wirkt. Das heißt, du könntest die Inlays direkt dem Kunden zuschicken? Ja. Oder du könntest auch die Motorhaube dann hier modifizieren, also die Dinge einbauen, verschweißen und bearbeiten? Könnte man auch machen, ist aber, muss man ganz klar sagen, kein billiger Aufwand. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das schaut aber sehr, sehr hochwertig aus, dafür müsste ich dich loben, also wirklich sehr hochwertig. Machst du sehr schön. Die 30 Jahre, die zeigen sich auf jeden Fall hier in der Motorhaube schon mal. Steinschlagschutz? Ja, ist ein ganz normaler Haubenbra, wo wir gekauft haben, war er schwarz. Haben dann noch umgenäht, dass es halt wieder zur Farbkombi passt und die Linien weiterlaufen. Genau. Mit Umnäharbeiten 120 €. 120 €, genau. Die Front, die setzt sich natürlich hier einmal fort, also die wird breiter. Ja. Das ist auch nochmal von dir bearbeitet worden, individuell? Ja, die Stoßstange, die haben wir geöffnet, also sprich aufgesägt und haben sie dann individuell an die gefertigten Kotflügel von uns mit angepasst, dass es halt wieder eine Linie gibt und keine Absenkkanten oder irgendwas sind, dass es flüssig weiterläuft. Wie viel Zentimeter sind das zur Serie? Wenn man es im V rechnet, wo wir es aufgeschnitten haben, sind wir im oberen Teil bei 2,5 Zentimeter. Ja, das ist doch beidseitig 5 Zentimeter, das ist echt einiges. Gut, der Breitbau setzt sich fort hier im Kotflügel, das ist nochmal ein neuer Kotflügel auch von dir gebaut. Ja, also das haben wir als Komplettteil, kann man aber als Komplettteil erwerben, den Kotflügel. Wie gesagt, ist in Blech gefertigt, kein Kunststoff. Wir haben hinten noch am Kotflügel, haben wir noch, dass es ein optisches Highlight gibt, haben wir einen Luftauslass konfiguriert, wo wir auch ein passendes Gitter dazu mit anbieten. Jetzt speziell beim TCR haben wir jetzt noch kleine Kunststoffrippen in Orange noch einfügt. Die sind wahlweise, die kann man haben oder auch nicht. Die Akzente, achso, wahlweise, okay. Die Akzente könnte man sozusagen einbauen oder auch weglassen. Genau. Je nachdem, wie es der Kunde haben möchte. Was kostet so ein Kotflügel? 2 vielleicht oder einer? Ein Kotflügel liegt bei 1150. Ein Kotflügel, okay. Stolz. Handarbeit. Aber Handarbeit, genau. Und Blech. Und Blech. Genau. Wobei man andersrum ganz klar sagen muss, wenn man heute einen Kunststoffkotflügel kauft, bis er lackierfertig ist, bis er angepasst ist, passen tun sie meistens eh nicht, liegt man beim gleichen Preis. Ja, weil der Lackierer freut sich nachher nicht darüber, über den Kunststoffkotflügel. Man sieht das hier auch an den Spaltmaßen, dass das wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist. Das hebt sich wahrscheinlich dann nochmal von dem Kunststoffflügel vermutlich ab. Dann würde ich nochmal auf die Felgen eingehen. Die habe ich so noch nie gesehen. Die sind sehr, sehr hübsch. Zweiteilig, so wie ich das hier erkennen kann. Einmal schwarz und einmal Edelstahl. Ja. Von welcher Firma? MB Design? MB Design, ja. Die sind speziell gemacht worden dafür. Das sind 20 Zoll Magnesiumräder. Vorne 9x20 ET42 und hinten 10,5x20 ET33. Magnesium, das bedeutet auch, dass es dann dementsprechend leicht ist. Genau, leicht und man hat ein besseres Fahrperformance. Ja. Durch den Kotflügel ist das natürlich dann auch ziemlich bündig. Ja, gut, das war die Voraussetzung, sage ich mal. Das ist auch das, was wir jedem Kunden sagen, wenn er einen Blechbreitbau haben möchte. So weit wie möglich. So weit wie möglich. Fahrwerk, Felgen, bitte alles mitbringen, weil umso genauer kann man arbeiten, umso schöner sieht es nachher aus. Ja, klar. Genau, wenn du vom Fahrwerk sprichst, du hast auch ein Fahrwerk drin. Ist ein KW2 Gewindefahrwerk drin. Was kosten die Felgen? Der Satz liegt bei den Felgen jetzt bei 4,5. Ohne Reifen? Ohne Reifen. 4.500, genau. Die Schrauben, die sind auch nochmal hier besonders? Ja, das ist... Hast du nochmal dazu gekauft? Von Barracuda werden die gefertigt. Das sind wirklich Schrauben, keine Lacknuts, also nicht irgendwelche Magnete, wo man aufsteckt. Ich kann dir das auch gerne zeigen. Man braucht so einen Schlüssel. Ja. Und den
steckt man im Endeffekt, sage ich mal, hier rein und somit kann man im Sehr Prinzip gut. die Schraube wirklich Sehr dann gut. aufdrehen. Ja, ohne die Felge irgendwie zu beschädigen. Genau, und ohne auch, sage ich mal, die Schrauben an sich jetzt zum Beschädigen, wenn man jetzt eine Nuss draufsetzt. Sehr, sehr schön. Ja. Ich sehe es zum ersten Mal, wahrscheinlich ist das aber schon bekannt in der Szene. Passt gibt's. aber sehr schön zur Ja, Felge. gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, erst letztes Jahr irgendwann haben sie es, glaube auf den Markt gebracht. Nicht schlecht. Was zahlt man für so einen Satz? Der Satz liegt so wahlweise, weil man muss ja gucken, wie lange man die Schraube braucht und ob man noch ein Inlay braucht, ob Kugel oder Kegel. Sagen wir so ab 120 bis 180 Euro. Okay. Du hast ausgegeben Bei mir waren es jetzt so 140. 140 ohne Lackierung, das kommt mir nochmal on top. Ohne, die sind gepulvert. Gepulvert, okay. Was hast du dafür ausgegeben für die Pulverung? Die Pulverung war nicht teuer, das waren 15 Euro, 20 Euro. Ja, okay. Das war Wir nehmen jetzt- aber 20 Euro mal mit auf. War jetzt nicht wirklich viel. Aber es sind mehrere Sachen, also die ganzen Inlays sind ja auch alle gepulvert. Ja, dann Gesamtpreis kannst du vielleicht mal für die Pulverung in etwa für alle Teile Alle Teile zusammen 150 Euro. 150 Euro. Okay, nehmen wir so an. Das heißt, die 20 Euro, die lassen wir erstmal weg. Insgesamt 150. Dann die Spiegel, die hast du lackiert. Das ist aber Das ist nur ein Designelement. Lackierarbeit. Genau. Dann setzt sich deine Lippe hier nochmal an der Seite fort. Die orangene, die ist auch von Auch von Rieger Tuning. Liegt beide zusammen liegen sie bei 160 Euro unlackiert. 160 Euro unlackiert. So, die Seite ist eigentlich nicht mehr viel. Das ist vermutlich auch schon ab Werk Das ist getönt. ab Werk, ja. Im Innenleben verbirgt sich einiges noch an Elementen, aber das schauen wir uns später an. Dann haben wir hier natürlich deinen Breitbau. Arsch, Der dicke. wenn man es so genau sagen will, genau. Ja, also wir haben ihn getrennt hier oben, die ganzen Seitewand, haben im Endeffekt, sage ich mal, das ganze Innenrathaus neu gefertigt, haben es außen, komplettes Außeninlay komplett neu gefertigt. Boah, und aufwendig. alles, sage ich mal, auch wieder so TÜV-konform gemacht, dass man im Endeffekt auch, wenn man reinlangt, dass alles doppelfalzig ist, dass keine scharfen Kanten entstehen und. Innenrathaus mit verbreitert, Sehr dass gut. kein Dreck, sage ich mal, reinspritzt. Und dann halt, klar, Stoßstange wieder Nochmal mit fortgesetzt, genau. Genau. Was zahlt man für die Säule hier, für die Bearbeitung? Für eine? Die Bearbeitung, also ich kann das jetzt zusammen sagen, es ist einfacher. Ja, zusammen für beide Seiten liegen wir bei 8. 8.000. Ohne Lackierung? Ohne Lackierung. Ohne Lackierung. Gut, 8.000 Euro für beide Seiten. Dann die Stoßstange natürlich nochmal separat. Separat, das ist nach Kundenwunsch. Hier haben wir jetzt im Prinzip, weil ich gesagt habe, ich finde es optisch schöner, wenn man hier nochmal eine Bruchkante hat, dass es einfach auch sportlicher wirkt. Haben wir noch ein Designelement, einen Luftauslass mit eingearbeitet. Genau, das sieht man hier sehr schön Ja. mit dem Gitter. Sonst wäre es im Prinzip, sage ich mal, die Form einfach nach außen gezogen. Die Stoßstange hinten bearbeiten, liegt so bei 1,2 mit Luftauslass. Beide Seiten, ja. Gut, dann gehen wir gleich mal weiter nach hinten. Der Spoiler fällt natürlich gleich auf. Das ist wahrscheinlich ein Bauteil mit Das dem ist ein Bauteil, seitlichen. ja, Genau. genau. Geht seitlich im Prinzip hier runter, ist Oettinger Motorsport. Bekannt vom Oettinger Breitbau eigentlich, mit Straßenzulassung, ganz normal, liegt bei 1,4 ohne Lackierung. unlackiert, ja. Gut, dann unten die Lippe, die ist ja sehr, sehr extravagant. Die ist auch von Rieger. Nein, nur dieses orangene Teil Okay. hier ist von Rieger Tuning. Ja. Die unteren Teile, also sprich die und das Ganze hier unten, ist von Ingo Nowak. Okay. Was kostet da so die kleine Lippe von Die Rieger? kleine Lippe liegen beide zusammen rechts und links bei 50 Euro rund. Okay. Und den Heckansatz mit dem seitlichen Teil noch dazu beidseitig liegt bei 240 bei Ingo Nowak. Okay, das ist ja eigentlich also erschwinglich nicht, aber halt fair. Ja. Fairer Preis. Aber die Lippen, also meiner Meinung nach lohnen die sich auch nur, wenn man wirklich Farbakzente mit einbauen möchte, Ja. oder? Dann kommt das auch erst zur Geltung. Gut, das ist hier nochmal foliert, das ist aber eher so ein damit es zur Farbkombi passt. Dann hast du noch die Abgasanlage, die ist auch nicht original TCR. Nein, das ist von Max Pipe. Das ist eine 89er Komplettanlage mit Klappe, ganz normal mit EEG-Bescheinigung. Okay. Ja.
und ovale Endrohre wahlweise. Also kann man wählen von rund auf oval, ob schwarz oder Glanz. Genau, die sind jetzt schwarz-matt. So wie Genau, es die ausschaut, sind ne? schwarz-matt. Ja. Was kostet sowas? Die Anlage an sich kostet 2.400. 2400. Den Sound können wir uns dann jetzt gleich anhören, weil ich glaube, wir haben außen sonst keine Anbauteile mehr, soweit ich das... Ne, außen haben wir jetzt im Prinzip, sage ich mal, nichts mehr Großartiges. Nichts mehr Großartiges, das langt, glaube ich, auch. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn du kurz einsteigst und mal einen kleinen Soundcheck machst.